Kennst du das? Du bist gerade aus der Ausbildung oder dem Studium heraus und verdienst mindestens 3- bis 4-mal so viel Geld im Monat wie vorher. Und trotzdem bekommst du nach ein paar Monaten das Gefühl, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist? Doch woher kommt das eigentlich? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Denn seien wir ehrlich, die Schulen bringen dir das nicht bei. Also, wenn das Thema für dich interessant ist oder du lernen willst, wie du besser mit deinem Geld umgehst und mehr finanzielle Freiheit hast, dann bist du hier goldrichtig. Und wenn du heute nur eine Sache schaffen willst, dann ist es, den Like-Button zu zerstören, damit ich mehr dieser Videos erstellen kann. Das hier ist Henry. Henry ist 24 Jahre alt und hat gerade seinen Master an BWL abgeschlossen. Er verdient bei einem großen Konzern umgerechnet 4.000 Euro netto pro Monat. Das entspricht einem Anstieg von knapp 3.000 Euro im Vergleich zu seinem Studentenleben. Während seines Studentenlebens wohnte Henry in einer Studenten-WG und nutzte die Bahncard der Uni. Zu essen gab es bei ihm immer nur selbstgekochtes, da das sehr günstiger ist. Auch Hobbys hatte er nur günstige wie Laufen oder mit seinen Freunden Basketball spielen. Ausgehen war bei ihm eine Seltenheit. Und dazu kamen dann noch Versicherungen. Zum Sparen und Ausgeben hatte er also noch 300 Euro im Monat. Henry denkt sich jetzt, dass nun, wo er doch so richtig Geld verdient, sich endlich mal etwas leisten kann. Er zieht aus seiner Studenten-WG in eine 3-Zimmer-Wohnung mitten in der Stadt. Das kostet ihn schon 1.200 Euro im Monat. Auf Bahnfahren hatte er auch keinen Bock mehr. Die kam immer unpünktlich. Er liest sich einen neuen Audi A5, welcher ihn mit Sprit und Versicherung auch nochmal 1.000 Euro im Monat kostet. Er kocht zwar weiterhin selbst, aber jetzt darf es auch mal teurer sein. Auch ausgehen kann er nun, denn schließlich verdient er ja jetzt fast 4-mal so viel Geld im Monat wie vorher. Er trifft sich regelmäßig mit Freunden und gibt auch gerne mal eine Runde aus. Schließlich verdienen seine Freunde nicht so viel wie er. Für Kleidung, Urlaub und anderen Luxus gibt er auch nochmal 600 Euro im Monat aus. Als er nach ein paar Monaten mal ein Budget macht, fällt ihm auf, dass er nach allen Ausgaben nur noch 200 Euro im Monat zum Sparen hat. Wir sehen also, dass er trotz eines 4-mal so hohen Gehaltes am Ende des Monats nur noch 200 Euro zur Verfügung hat, also 100 Euro weniger als in seinem Studentenleben. Und das macht es ihm viel schwerer, sich ein Leben in Freiheit aufzubauen. Ganz nach dem Motto, was vorher Luxus war, ist nun notwendig geworden. Lebensstilinflation ist also, wenn du deine Ausgaben erhöhst, wenn dein Einkommen steigt. An sich ist die Inflation des Lebensstils kein Problem, aber es wird eins, wenn du deine Ausgaben im Verhältnis zu deinem Einkommen zu schnell erhöhst. Denn das erschwert dir dann das Sparen für deine finanzielle Freiheit. Und im schlimmsten Fall steigen deine Schulden trotz steigendem Einkommen. Solltest du dann mal plötzlich weniger Geld im Monat zur Verfügung haben als geplant, stehst du vor einem immensen Schuldenberg. Das führt dann dazu, dass du anfängst von Gehaltscheck zu Gehaltscheck zu leben und das, obwohl du vielleicht 5.000 oder sogar 10.000 Euro im Monat verdienst. Und genau diese Entwicklung kann dazu führen, dass du mehr Stress verspürst. Genau an dieser Stelle stehst du an einem kritischen Punkt. Du hast die Wahl. Entweder schraubst du deine Ausgaben zurück, um in Zukunft finanziell frei zu sein, oder du begibst dich in eine unaufhörliche Spirale, welche auch als Hamsterrad bekannt ist. Das Einzige, was dich pleite macht oder pleite hält, ist eine übermäßige Inflation deines Lebensstils.
Doch welchen Grund gibt es eigentlich, dass einem Lebensstilinflation so leicht fällt? Es gibt 2 Gründe, warum du so leicht in die Falle der Lebensstilinflation tappen kannst. Der erste ist Anspruch. Du sagst dir, dass du hart für das Geld gearbeitet hast. Oft entsteht dabei der Gedanke, ich habe mir das verdient, jetzt mal richtig zu leben. Doch genau das ist schon der erste Fehler. Du verlierst mit dieser Einstellung den Blick auf deine Ziele. Wer kennt es nicht? Der beste Kumpel kauft sich das neueste Smartphone oder die neue PlayStation 5 und schon will man auch eine haben. Das ist sozialer Vergleich mit deinem Umfeld. Der zweite Grund. Menschen sind eine soziale Spezies und vergleichen sich gerne mit anderen. Hinzu kommt hier noch Social Media, welches das Gefühl erzeugt, du wärst nicht genug. Das Gefühl, dass alle anderen ein Leben in Luxus führen, du selbst aber nicht. Es ist eines der schwierigsten Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Indem du dir diese Gründe bewusst machst, hast du schon den ersten Schritt auf dem Weg zur finanziellen Freiheit geschafft. Doch was kannst du jetzt eigentlich tun, wenn du festgestellt hast, dass Lebensstilinflation bei dir zugeschlagen hat? Schauen wir uns nochmal Henry an. Er hat jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, während der Laufzeit des Leasingvertrages etwas Geld an die Seite zu legen und dann am Ende sich ein gebrauchtes Auto zu kaufen. Es macht nämlich so gut wie niemals Sinn, ein Auto zu leasen. Wie du stattdessen ein Auto kaufen solltest, werden wir in einem zukünftigen Video nochmal behandeln. Bei Transport kann Henry so schnell mal 300 € im Monat sparen. Eine weitere Möglichkeit wäre, sich eine Wohnung etwas außerhalb des direkten Stadtzentrums oder eine kleinere Wohnung zu suchen. Auch hier lassen sich schnell mal 300 € sparen. Wir sehen also, mit einfachen Maßnahmen lassen sich schnell mal 600 € für Henry sparen. Uns ist wichtig, dir mal zu zeigen, was du an deinen Ausgaben ändern kannst, wenn du mehr Geld für Vermögensaufbau haben willst. Unser Ziel ist nicht, dich von deinem Leben abzuhalten, welches du leben möchtest. Wenn du sagst, dir ist der Luxus jetzt wichtiger als Freiheit morgen, ist das auch durchaus okay. Wir sehen also, dass es sehr einfach ist, in die Falle der Lebensstilinflation zu tappen. Solange du stets die Augen danach aufhältst, warum du gerade eine Ausgabe getätigt hast, kannst du Lebensstilinflation jedoch vermeiden. Hierbei kann dir zum Beispiel auch ein Budget helfen. Und nicht vergessen, hat dir das Video gefallen? Du möchtest uns unterstützen, damit wir jede Woche neue Videos zur Verfügung stellen können? Dann gib uns einen Daumen nach oben und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Leben in Freiheit.